Moin und hallo. Moin. Keine Angst vorm Schwenkbad. Das beste Konzept im Wohnmobil für uns. Warum das für uns das beste Konzept ist im Bad, das zeigen wir euch heute. Darum geht's. Platz sparen im Wohnmobil. Ja, viel Spaß dabei. Viel Spaß! Warum haben wir uns für das Schwenkbad entschieden? Wir fahren von Hymer den MLT 570 Crossover als Allrad, das ist aber jetzt unwichtig, sind auch schon den 580er gefahren, der etwas länger ist und der hatte eine separate Dusche. Und wir lieben es aber immer etwas kürzer mit dem Wohnmobil. Überall rein, besser parken und deshalb das Schwenkbad. Ich habe natürlich auch mal gemessen, das war da noch der alte MLT 580 und da war die Kabine, die Duschkabine, so mini etwas kleiner. Nachdem ich das Schwenkbad umgeschwenkt hatte, hatte ich hier doch etwas mehr Platz zum Duschen. Jetzt gibt es ja schon mittlerweile den neuen Hymer MLT 580 und da soll das Bad noch kleiner sein. Wissen wir nicht, haben wir noch nicht gemacht. Und jetzt gehe ich mal hier rein und zeige euch unser Schwenkbad. Natürlich gibt es das Schwenkbad nicht nur bei Hymern, sondern auch bei anderen Wohnmobilherstellern. Etwas andere Konzepte, vielleicht auch etwas andere Wände. Jetzt wissen vielleicht manche gar nicht, was ist denn überhaupt ein Schwenkbad? Ein Schwenkbad ist im Endeffekt, hier ist eine Wand. An dieser Wand, da ist der Spiegel, da ist das Waschbecken, was dann nach dort geht. Hier ist ein Wasserhahn, der wird benutzt einmal für das Waschbecken und dann nachher auch zum Duschen. Dafür ist hier die Armatur, hier kann ich sie reinstecken. So, und hier haben wir den Punkt des Schwenkens. Hier, oder wie nenne ich das, die Drehachse. Genau. Oh, das ist ein schönes Wort, Drehachse. Hier ist die Drehachse der Wand. Also du ganze Wand. nutzt den kleinen Raum eines Bades, setzt eine Wand ein, an der das Waschbecken ist. Und Genau. wenn du diese Wand schwenkst, dann wird aus deinem Waschbeckenbereich ein Duschbereich. Ja, genau. Und das spart natürlich unwahrscheinlich viel Platz. Ja. Und ich möchte als erstes euch zeigen, wie unser Schwenkbad fixiert ist. Am Anfang habe ich gedacht, oh, das geht schief, das hält doch nicht, das kann doch nicht halten. Hier unten ist diese eine, wie nenne ich das? Fixierung, ja, das kannst Fixierung, ja. Schräubchen, hier so ein Plastikteil, hier so ein Plastikteil. Das ist einfach ein Kunststoffbügel, der verhindert, dass die Wand während der Fahrt aufklappen kann. Ne? Ja. Und was haben wir festgestellt? Wir fahren jetzt 4 Monate unsere Emma. Es funktioniert. Ja, über 10.000 Kilometer schon wieder. Ja, Ne? schon wieder. Ja, Ja. genau. Es funktioniert. Dieses kleine Ding hält. Und wie Bombe. Auf Sand, auf Straßen, auf Huckelstraßen Ja. hält. Ein weiterer Punkt, warum wir uns für das Schwenkbad entschieden haben. Auf kleinem Raum das Gefühl haben, ich habe eine Duschkabine. Ich spare Platz. Wir wollten Längsbetten. Das ist ja immer dieses Problem, Längsbett, Querbett, wie viel Platz habe ich? Möchte ich unter 7 Metern, über 7 Metern? Und wir wollten, wie gesagt, kurz und deshalb dieses Schwenkbad. Ich werde das jetzt einfach mal öffnen. Wenig Handgriffe, das kommt hier rüber. Dann bin ich hier drin, Hebel hoch, klappt das zurück. Und jetzt schiebe ich noch, wir haben eine Schiebetür, zu. Fertig. Und jetzt kann ich duschen. Funktioniert gut. Wir haben glatte Wände. Wenn ihr jetzt auf der Suche seid nach einem Wohnmobil, da gibt es auch Unterschiede. Ich habe da mal ein paar Foren ein bisschen gelesen. Die haben so ein bisschen Struktur. Da ging es darum, wie kann ich dieses Schwenkbad nach dem Duschen wieder trocken bekommen. Also ums Heizen, Lüften kommt ihr sowieso nicht drum herum. Ja, das wäre jetzt ihr die Feuchtigkeit rausbekommt. Das ist ja die Frage, die sich mir immer stellt. Lüften, heizen, lüften. Da gehört aber auch Trocknen zu. Genau. Das heißt, wie machst du das mit den Wänden? Wie hältst du das denn trocken, damit sich kein Schimmel bilden kann nach dem Duschen? Also ich benutze Geschirrhandtücher, Baumwollhandtücher, wische das trocken, hängen sie dann auf. Andere haben Abzieher dabei, wenn die Wand glatt ist und ziehen alles von außen erstmal ab. Dann landet alles unten in der Duschwanne und dann kann man die Duschwanne trocken wischen. Das ist so ein Abzieher für Fenster, Für ne? Fenster. Fensterscheiben. Genau. Ne? Geht gut.
Nur, was ich gelesen habe in den Foren, da gibt es auch Wände mit Struktur. Und das lässt sich natürlich dann nicht so gut mit dem Abzieher. Dann ist ein Handtuch, ne? Genau, Handtuch. Ja. Und dann duschen wir immer gerne im Winter abends, ne? Wenn man sowieso heizt, die Luft kühlt sich ab und dann heizen wir richtig und lüften und dann geht das eigentlich ziemlich schnell. Ja, du hast ja da oben auch eine Dachluke, ne? Ja. Was du natürlich nicht hast beim Schwenkbad, jetzt in dieser Form, kein Außenfenster. Genau, da musst du drauf verzichten. Haben wir aber auch schon gesehen. Die hatten dann hier hinten großes Außenfenster, haben wir schon gesehen. Ja, stimmt, beim Kastenwagen Ja, haben wir es gesehen. ja, Ja, da hast du recht. Dann geht es also doch. Gibt auch die Möglichkeit mit Fenster. Genau. Ja. Also geht rein in die Wohnmobile, probiert es aus. Uns fällt es einfacher hier mit dem Duschen. Ja, es gibt ja noch einen Punkt, ne? Wenn du dich mal zur Seite drehst. Viele Duschen, die haben solche Kunststoffelemente in der Wand, wo ich dann alles schön reinstellen kann. Ja. Seifen, Shampoo, alles, was man so hat. Und das wird ja nass beim Duschen. Ja. Ne? Je mehr ich von diesen Kunststoffstrukturen habe als Ablagen, desto mehr muss ich ja auch trocken machen. Ja, natürlich. Ne? Das sollte alles eher minimalistisch sein im Duschbereich, also weniger Aufbauten, weniger Ablagen. Dann habe ich auch weniger zum Putzen. Zum Abwischen. Logisch. Ja, zum Abwischen. Alles klar. Zum Trockenwischen. Zum Trockenwischen. Da will ich ja hin, ne, zu dem Genau. Punkt. Kunststoffverkleidung an den Wänden, immer vorteilhaft. Siehst du ja hier auch. Kunststoff. Ne? Ja, das sind Kriterien, die uns zum Beispiel interessieren, wenn wir uns Wohnmobile anschauen. Ja. Und das sind ganz wichtige Dinge für uns, die zu einer Kaufentscheidung gehören. Ja. Ne? Wie sind die Bäder gemacht? Ja. Geht rein, probiert es aus, wenn es Hersteller gibt, die Schwenkbad und Kabine anbieten. Probiert das einfach. Du meinst separate Dusche? Oder separate Dusche, genau. Ausprobieren. Wo fühlt ihr euch wohl? Achtet darauf, auf die Wanne. Hier ist sie sehr hoch. Also man muss schon sehr hoch gehen. Das heißt mit der Stehhöhe. Gut, jetzt habe ich hier die Dachluke. Verringert sich natürlich. Da gibt es aber auch andere Hersteller. Da geht es nicht so hoch. Da habt ihr mehr Platz von der Höhe. Ja, es ist konzeptabhängig. Konzeptabhängig, Bei dieser Duschkonstruktion, Wannenkonstruktion, ist es so, dass die auf dem Podest steht, weil da unter eine Heizungsleitung langläuft. Ne? Genau. Und du musst ja die Warmluft irgendwie nach hinten bekommen und deshalb ist der ganze Sockel höher. Hat aber einen immensen Vorteil. Immer warme Füße, ne? Wenn die Heizung läuft. Ja. Und damit es nicht ganz so spritzt, also ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ich glaube du auch, ne? Ich halte die in der Hand, Ich auch. Ich kann das besser überall, ne? Hier und so weiter. Und dann macht man auch nicht ganz so viel. Na, funktioniert. Ich meine, es ist immer kompliziert. Duschen im Wohnmobil, egal womit. Egal womit. Ob mit Duschvorhang, mit Kabine. Trocken reiben muss man sowieso. So. Und jetzt wollte ich euch mal etwas zeigen. So. Da ich ja auch gern, wir leben ja nun im Wohnmobil, auch mal ein bisschen Unterwäsche oder ein Geschirrhandtuch einweichen möchte. Und bei Hümer ist es so, ich muss es nochmal, ich muss es nochmal zurückklappen. Sonst kann ich das nicht zeigen. Das geht, ich komme wieder raus. So, zurückklappen. Der Abfluss. Es gibt einen Abfluss. Logisch. Fürs Waschbecken. Jetzt habe ich die Wand weggeschwenkt, jetzt ist der frei, jetzt kann man den auch ganz gut sauber machen. Also jedes Mal nach dem Duschen sollte man ab und zu, weil sonst verdreckt das hier so ein bisschen, da bildet sich hier so ein Film. Ja, und Haare und all so ein Kram, was du da nicht unbedingt haben möchtest. Genau, immer schön sauber machen. So, und dieser Abfluss sieht sehr klein aus hier bei Hümer. Da zeige ich euch jetzt mal wie das funktioniert. Vor allen Dingen, wenn ich Wäsche wasche. Heiß. Verbrenn dir nicht die Finger. Immer zu heiß, ja, das reicht schon. Ich glaube, das reicht schon. Oh, ich brauche Schaum. Ganz wichtig, Schaum. Also das geht ganz gut hier mit dem Waschbecken. Also ich habe keine Zusatzwanne mit oder sowas, dass ich eben, wie gesagt, auch mal was einweichen kann. Ja, du legst ja unheimlich Wert drauf. Oder es ist dir ja sehr wichtig, ist auch so ein Ausschlusskriterium. Ja. Du musst das Waschbecken, für dich muss das verschließbar sein beim Ablauf. Ja. Ne? Es darf jetzt nicht irgendwie ein Klappwaschbecken sein, das du nicht verschließen kannst. Du brauchst es hier als
Waschbottich für Wäsche. Genau. Wie gesagt, kleine Sachen. Kleine Sachen. Ja, klar. Kleine Sachen. Wie gesagt, dass man mal echt ein bisschen hier rumspielt. Ich spiele ja immer gerne rum. Ich habe das ja gleich am Anfang schon gemacht und habe mich köstlich amüsiert. So, jetzt ziehen wir mal den Stöpsel immer schön gerade nach oben. Wie gesagt, bricht gerne ab. So, also, da, wo ist der Schaum? Oh. Ja, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Wunderbar. Dann läuft dir, oh ja, dann läuft dir der Schaum aber richtig über hier, du. Also Hümer möchte, dass wir umweltbewusst mit unseren Waschbecken, oh, ich habe ja gut rumgespritzt, macht nichts, kann man putzen, umweltbewusst leben im Wohnmobil. Und nicht so viel Waschmittel verbrauchen, ne? Weniger ist mehr. Ja. Ich fand das witzig. Also man muss schon sehr viel Schaum nehmen, damit das passiert. Wir haben es jetzt provoziert, Nora. Seien wir ehrlich. Wir haben es provoziert, aber das macht Spaß. Ich find's lustig. Natürlich trocken, schön wieder alles trocknen. So. Oh, herrlich. So, ich glaube, jetzt setzen wir uns hin. Ich bin nass. Kaffee. Kaffee? Kaffee. Kaffee. Toll wäre es, wenn ihr eure Erfahrungen uns allen mitteilen könnt in den Kommentaren. Seid ihr zufrieden mit dem Schwenkbad? Würdet ihr das wieder machen? Das wäre super. Ist für alle interessant, vor allen Dingen für die, die neu anfangen im Camperbereich und keine Erfahrung haben. Ja, und auf der Suche nach dem richtigen Badkonzept sind. Genau. Ne? Ich finde es immer total kuschelig, im Wohnmobil zu duschen. Ich auch. Ich mache das gerne. Ich auch. Das ist nämlich so warm in der Dusche, die Heizung pustet. Und auch wenn es hier drin wahnsinnig warm ist, du denkst, in der Kabine, in der Duschkabine ist es ja so warm, wirklich. Du denkst dann, wenn du rauskommst, ist das kalt im Wohnmobil, Ja. obwohl es tierisch warm ist. Im Winter vor allen Dingen. Du musst dich aus dem Wohnmobil aussteigen, durch die Kälte gehen, in irgendeine kalte Dusche reinsteigen. Manche sind ja nicht beheizt. Nee. Also, ich finde das herrlich. Und vor allen Dingen wird mir der Rücken danach gleich eingecremt. Nicht schlecht. Das hat dann schon was. Es gibt doch nichts Schöneres, als im Wohnmobil zu duschen. Ja, nur zu zweit passen wir da nicht rein. Ne? Das passt noch nicht. Hatten wir auch schon mal. Wir hatten schon mal eine große Dusche, da konntest du wirklich zu zweit drin stehen. Was muss man denn beachten? Überhaupt beim Duschen im Wohnmobil? Dass alles abgedeckt ist. Also ich habe auch schon Schwenkbäder gesehen, da war nicht alles abgedeckt. Ja. Da spritzt die Toilette oder das Fenster. Oder Spiegel. Oder Spiegel. Also Spritzenvoll, darauf achten, dass so viel wie möglich. Oder dann war auch eine Kombination schon mit Stoff und Wand. Also Ja? so eine Art Duschvorhangstoff. Ja, das Ja, habe ich auch okay. schon gesehen. Den man dann noch irgendwo fest oder fixieren muss. Also komplizierte gibt es auch. Konstruktionen meinst du? Konstruktion Ja. gibt's auch. Ja. Was ich immer ganz klasse finde, ist, wenn man so ganz viele Faltwände hat. Und dann stehst du erstmal da und überlegst, welches muss ich jetzt so falten und welches muss ich so falten, weil da 5 Elemente sind und die gehen dann nur in einer bestimmten Reihenfolge aufzufalten, zu entfalten. Da stehe ich manchmal davor, ne? Und weiß gar nicht, wie das Ganze funktionieren soll. Was ich wirklich am unangenehmsten finde in den Duschen, in den Wohnmobilen ist, wenn ich lauter Kunststoffablagen habe im Duschbereich, da wo ich mir die Dusche über den Kopf halte und das wird alles nass und dann steht in den Fächern Wasser drin, dann muss ich das alles rausnehmen, muss das alles wieder trocken wischen, bevor ich nachher wieder ein reisefertiges oder fahrfertiges, trockenes Auto mit einer trockenen Dusche habe. Das finde ich immer ein bisschen kompliziert. Da bin ich sogar noch eher der Freund eines Duschvorhangs, als dass ich da anfangen muss, die ganze Dusche, diese ganzen Baugruppen innerhalb der Dusche mit dem Handtuch abzuwischen. Ich bin ja sowieso die Duschvorhang-Liebhaberin, weil ich es am praktischsten finde. Und es würde, wenn ich unser Fahrzeug konzipieren dürfte, dann würde ich die ganze Wand da rausschmeißen. Da würde ich mir einen Duschvorhang machen. Denn du verlierst ja hinten an der Außenwand auch Fläche durch die Wand, die du schwenkst. Ganz ehrlich. Und ein bisschen Gewicht hast du auch noch, dass du sparst. Ja gut, das ist eine komplette Wand, ne? Die ist eine nämlich zweite gar Wand. nicht so lang. Ja. Ich kann es nicht wiegen. Ich kann es leider nicht wiegen.
Also es hat nicht geklappert. Ich habe auch gedacht, dass solche Duschwände stärker klappern während der Fahrt. Ja. Das macht es nicht. Und am pragmatischsten wäre wirklich noch eine separate Dusche, 3 Wände, eine Öffnung, dass du reinkommst. Und dann kannst du die schön mit dem Abzieher, mit dem Fensterabzieher, so einem Gummi, kannst du die abziehen. Gut, das geht natürlich in den kürzeren Fahrzeugen nicht. Und da ist für uns Favorit Schwenkbad. Ja. Auf jeden Fall. Keine Frage. Großes Wohnmobil hatten wir auch ganz früher, 11 Jahre, den alten Clou. Das war am einfachsten, da hatten wir eine Schiebewand. Das war die eine Teil war fest und den anderen Teil konnte man zuschieben. Ja. Gut, fertig. Und du hast Kunststoffwände gehabt. Das waren Kunststoff, komplett geschlossen. Also die 3 Seiten waren komplett geschlossen und die konntest du schön einfach trockenlegen. 7,60 Meter. Ja. Ja, das ist ja fast noch mal einen Meter länger als jetzt. Ja. Ne, das muss man halt bedenken. Wie lang ist unser Wagen? 6,74 Meter, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Also wir zählen uns hier eigentlich noch zu den kürzeren Fahrzeugen. Ja, genau. Ja. Ich finde es praktisch. Hätte ich nie gedacht. Und wie gesagt, die Fixierung da unten hält. Bombe. Ja. Keine Probleme. Ja. In diesem Sinne. Vielleicht konnten wir euch helfen. Und viel Spaß beim Duschen. Habt eine wunderbare Zeit. Lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns. Tschüssikowski. Bis die Tage. Ja. Tschüssikowski.